arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Ah, Pippa. Aus welchem Film oder aus welcher Serie kenne ich den Namen Pippa? Pippa. War das irgendein Marvel-Film? Nee. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Oha. Also, wir haben einen Waffendealer hier im Krankenhaus und eine Betthändlerin. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reid. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Pepper Potts? Ich glaube nicht. Nein, also irgendwoher. Pippa. Muss nachher mal gucken. Vielleicht kann ich es beim nächsten Mal sagen. Goodbye, Mrs. Goswick. Okay, ihr ist Kohle für ein Intensivbett abgenommen worden. Jetzt quatschen wir hier mal 53 Meter mit ihm hier noch. Wer bist du? Good evening. I'm Dr. Reid. Ah, das ist der Mortimer bestimmt. Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Guck mal, da links auf dem Tisch liegt eine Säge. Hier. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Säg ihm die Kehle durch. Do it, do it. Throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Tut ihre Kehle weh? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. The Rise of the Guardians. Ich glaube, das war dieser animierte Film mit den ganz Feiertagsgestalten. Pippa. Ich komme nicht drauf. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Halt, wir hatten hier noch ein... Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Wir leben in London. Hinweisung. Did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Außerdem heißt die Schwester von Prince... Ja, daher, Pippa. Jetzt. Dankeschön. Was haben wir? Boah, Yokai, mach doch sowas nicht. Is your mother bothering you? As your doctor, I cannot ask her to leave you alone. War das jetzt hier gerade so ein Zeichen? No idea what. Whitey, hör auf zum Streamen. She would tie herself to my bed. Hat keinen Wert heute, oder was? Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reid. It's my mother. Oh, das mit der Kehle haben wir ja schon. Persönlich. Quatsch mit mir. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Okay. Hätte ja klappen können. I have to go now, sir. Man kann es ja mal versuchen, Leute zu verwirren. Hat auch definitiv funktioniert, weil hier erstmal der Blick auf die Uhrzeit und dann der panische Blick, wie lange bin ich schon on? Also hat definitiv seinen Zweck erfüllt. So, das ist Dorothy. Jetzt stellen wir mal die Pippa zur Rede. Müssen wir Pippa finden. Oh, hier haben wir noch Unbekannt.
jetzt passiert? Es lädt. Also ich hab's euch ja gesagt, ich bin Bugfinder Nummer 1. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Oh. I believe we're going to be colleagues. Reid, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Oh, wir sind ein Pfuscher. Jetzt geht's los. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reid. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Oh, das ist ja ein ganz spezieller Typ. Wir probieren es erstmal höflich. Wenn das nicht klappt, dann fressen wir. Also ich bin ja immer der Typ, der es erstmal auf die höfliche Art und Weise versucht. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Oh, er will mich testen. Da bin ich mal gespannt. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Er hat ja mit der Aussage, also mit der Kernaussage gar nicht unrecht. Es gab mal eine richtig geile Serie, die ich mit Morgan Freeman immer mal geschaut habe, irgendwie Dark Science oder irgendwie so die dunkle Seite der Wissenschaft. Das war eigentlich auch echt ganz interessant. Also ohne diese harte Zeit, wo hier die Wissenschaftler so krasse Experimente gemacht haben, auch an Menschen, vielleicht auch an lebenden Menschen, wären wir aber heute auch nicht so weit mit der Medizin, wie wir jetzt sind. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Okay, wir müssen uns nachher bestimmt entscheiden, für welchen Eingriff wir uns oder zu welchem Doktor wir halten. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Auswirkungen hat, was ich jetzt aussuche. Also seinem Urteil vertraue ich ehrlich gesagt noch nicht. Other people may say that's too conservative a point of view. Conservative?
And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Okay, wir wissen aber ja noch gar nicht, wie der Eingriff aussehen soll. Vielleicht müssen wir das irgendwie noch rauskriegen. Und dann, ich habe mir als Arzt meine Sporen verdient. Schlechte Erinnerungen an Ihre Zeit beim Militär. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ich Ackroyd. wollte gerade sagen, hat auf zu 100% recht. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Boah. Wissen ist unsere wichtigste Waffe, das stimmt allerdings. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reid. Boah, also, ja, wie gesagt, also ich gebe ihm ja in gewisser Hinsicht schon auch recht. Schwierig, das mit der Wissenschaft und mit der Medizin. Will ich als Testkaninchen herhalten? Ich weiß es nicht. Thank you for your time. We'll talk later. Pass mal auf, jetzt. Test, das ist ein Test. So, haben wir jetzt einen neuen Hinweis bei ihm? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reid. Any news about my operation? Persönliche Frage? Nein. Leben in London? Auch nix. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Always knew the words to calm the children, Helen. As for me, what a bloody... Das war ja... Der Strickland war der Junge, oder? Good evening, Dr. Strickland. Ich glaub schon. Good evening to you, Dr. Reid. Die sehen irgendwie gleich aus. Ah, hier. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Okay. Also, er hat es zum Glück nicht gehört. Er sitzt hier. Wir müssen echt irgendwie rauskriegen, was er... I'm quite busy. So beschäftigt sich gar nicht aus. Okay, jetzt... Wir müssen die Pippa noch finden. Da, ich sehe sie, ich sehe sie. So, Pippa-Lottchen. Good evening, Dr. Reid. Was, wir können sie gar nicht drauf anquatschen. Warum? Er hat doch gesagt, Pippa hat Kohle verlangt. Naja, vielleicht später. So, da haben wir noch einen Unbekannten.
Das war Thelma. Oh, wir haben hier noch echt viele Unbekannte. Guck hier sogar auch noch. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Das ist bestimmt irgendwie, ja, weil so psychologisch irgendwie der Schmerz. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Oh, hier so das klassische Hirnfreeze. Das klassische Klischee. Die Offiziere haben nichts gemacht und das war eine arme Frontsau. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Sie hat bloß einen Dachschaden. Is all. My arm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Stimmt allerdings. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Ist eine Scheißeinstellung. Aber da sind wir durch. Hier sind wir durch. Gut. Goodbye for now, Mr. Elwood. So, aber ich glaube, wenn wir uns heute hier so durchlabern, müssen wir das in Zukunft also nicht mehr so ganz extrem machen. Scheiße, wie komme ich da jetzt hin? Das war der Milton, Mortimer. Hier haben wir noch unbekannt. It's locked, all right. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Ich vermute mal irgendwie Quarantäne. Ich
glaube, einen Doktor hatten wir noch, gell? Den hatte ich hier irgendwo. Hier. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Was? I understand you must be very angry about this unfair situation. Mit wem redet er? In the same mass grave as your wife. I hope that might help. Was macht er hier? Sind die tot? Ah, hier gibt's Loot. Auch verschlossen. Kommen wir da irgendwie rein? Mach die Tür auf! Ich sehe, dass du da drin bist. Ihre Stadt braucht sie. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Kommt der wieder raus? Das können wir tatsächlich mit ihm noch nicht quatschen. Wahrscheinlich noch nicht. Müssen wir vielleicht mal in der Story weiterkommen. Aber ich glaube, mit dem Großteil sind wir jetzt durch. Also wir könnten mal auf hier. Wo war das? Hier. Milton. Milton gegen einen finanziellen Ausgleich Betten für die Patienten. Okay, wir können sie aber noch nicht direkt drauf anquatschen. Jetzt suchen wir mal unser Zimmer. Vielleicht wird uns da ja dann noch ein bisschen... Vielleicht will ich einfach wieder zu viel auf einmal wissen. Und wir kommen bloß noch nicht weiter, weil ich in der Story noch nicht weiterkommen bin. Und das wird nachher erklärt. Okay, jetzt muss ich erstmal mein Büro finden. Jetzt sind wir wieder draußen aus dem Krankenhaus. Hä? Hör auf. Irgendwie hochkommen. Das war ja der Haupteingang. Hier war noch irgendwo eine Treppe. Hier. So, erster Stock. Oh, da gibt's so viel zum Entdecken. Wir heißen Dr. Reid, gell? Irgendwie am Ende vom Flur habe ich noch so ein bisschen eine Erinnerung. Wer ist hier drin? Niemand? Oh, guck. Oh, wir haben eine Säge. Und eine Patientenakte. Boah, hoffentlich muss man das sich alles nicht merken. Zustand genesen, Datum der Einlieferung, Datum der Entlassung noch offene Anmerkungen. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut eigener Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagte er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall von fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuldsyndrom, an Phantomschmerz, der sich als Bestrafung dafür manifestiert,
dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat. Hey, ich lag, glaub, mit meiner Vermutung gar nicht so ganz falsch hier, dass das was Psychisches hat. Und was haben wir noch gefunden? Patientenakte. So, eine Säge war das. Okay. So, wir könnten rein theoretisch mit dem Pommes nochmal quatschen. Aber erst räumen wir hier die Schubladen leer. Machen wir das doch gleich, weil ich glaube, beim nächsten Mal vergesse ich das. Er war hier drin, oder? Pommes sind immer gut. Obwohl, ich mag eigentlich eher Kroketten. Haben wir einen Hinweis? Ja. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Boah. Jetzt lügt er auch noch. Thomas. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Okay. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Beauty is not everything, Mr. Elwood. Says Mr. Pretty Face. Boah, Hinweis fehlgeschlagen. Krass. Warte mal. Tell me what I went with did you Nein, ich kann das nicht nochmal machen. Boah. How is your state? Und jetzt? Warte. Why do you I wasn't. Schade. goodbye for Kann ich jetzt... Hinweis fehlgeschlagen. Krass, dass die Hinweise auch fehlschlagen können. Wo ist denn die ganz irre? Hier, die Salma. Vielleicht kriegen wir noch einen Hinweis aus ihr raus. How are you tonight? I need blood, Doctor. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Führen Sie eine Beziehung? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No, Thomas is a delicate soul, even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Okay. Schade, ich dachte, wir kommen vielleicht so noch an den letzten Hinweis ran. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities.